Die Menschen laufen immer noch stumm und dumpf herum und glauben, dass das Geld hier aus dem Bankautomaten kommt. Ich muss es nur herausholen. Aber schon sehr bald werden viele durch Arbeitslosigkeit feststellen, dass man diese Energie- und Umweltzerstörung der derzeitigen Ampelpolitik eben nicht essen kann. Wen wundert es? Die deutsche Wirtschaft schrumpft weiter. 4 Gründe, warum Deutschland in der Krise bleibt. Mehr dazu in diesem Video. Die IWI Köln schreibt, im zweiten Jahresquartal ist die deutsche Wirtschaft wieder geschrumpft um 0,1%. Industrie, Konsum, Handel, Investitionen. Warum Deutschland nicht vom Fleck kommt und warum keine Besserung in Sicht ist. Und vor allen Dingen, wieso immer mehr Unternehmen Deutschland verlassen. In seiner Sommerpressekonferenz gab sich der Bundeskanzler sehr optimistisch vor circa einer Woche. Bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr werde die Bundesregierung die Stimmung gedreht haben. Nach der Veröffentlichung der Zahlen von heute des ersten und zweiten Quartals dürfte aber diese Zuversicht schwinden. Denn auf Frühjahresmüdigkeit kommt dann noch die Sommerflaute. Die deutsche Wirtschaft ist zwischen April und Juni mit 0,1% geschrumpft. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Spanien, ist die Wirtschaft hingegen teils kräftig gewachsen. Deutschland bleibt das Problemkind der Eurozone. Ein Quartalswachstum von über 1,5% gab es das letzte Mal vor fast 2 Jahren. Längst spricht vieles dafür, dass sich Deutschland nicht nur in einem ungünstigen Konjunkturzyklus befindet. Viele Ursachen sind strukturell und die Probleme dürften bleiben. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Stagnation fest. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Industrieaufträge brechen ein. So hat sich die Binnennachfrage auch im 5. Jahr nach Pandemiebeginn noch nicht wieder erholt. Die Investitionen der Unternehmen liegen immer noch unter dem Niveau von 2019 und bei anhaltender Unsicherheit sowie hohe Kosten für Energie, Arbeit und Kapital und zögern die Firmen ihre Investitionsentscheidung hinaus. Hohe Kosten in Deutschland für Energie? Na, wo gibt's denn sowas? Das ist aber in dem Fall dann auch kein Wunder, dass mehr und mehr Unternehmen Deutschland verlassen und in andere Länder gehen, wo die Energiekosten extrem günstig sind im Vergleich zu Deutschland. Gibst du mir da nicht recht? Zweiter Punkt. Auch beim privaten Konsum hat die EM kein Sommermärchen entfacht. In unsicheren Zeiten halten die Haushalte ihr Geld beisammen. Die Ausgaben bleiben mehr als 2% unter dem Vorkrisenniveau. Dritter Punkt. In der Industrie schmelzen die Auftragsbestände. Die Nachfrage aus dem Inland war im Mai so niedrig wie seit 2010 nicht mehr. Auch die Auslandsaufträge geben wenig Hoffnung. Dort ist die Nachfrage zuletzt besonders stark eingebrochen. Vierter Punkt. Denn auch der Welthandel verharrt auf schwachem Niveau. Die deutschen Exporte stagnieren seit Ende 2022. Dahinter stecken besonders die wachsende Deglobalisierung und die aktuellen geopolitischen Konflikte. Es spricht nur wenig dafür, dass sich daran bald was ändern wird. Dazu kommt natürlich noch eine Regierung, die die Unternehmen stark verunsichert. Und nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch die privaten Haushalte. Eine Aussicht auf Besserung gibt es anscheinend kaum. Der Standort Deutschland ist schlichtweg einfach zu teuer. Die Infrastruktur zu marode, die Bürokratie zu lähmend. Und viel zu lange ist nichts passiert. Der Investitionsbedarf für die nächsten 10 Jahre liegt nach der Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei 600 Milliarden Euro. Was von der Ampel aber kommt als Lösung, etwa das Wachstumschancengesetz oder Wachstumsinitiative, ist zu kleinteilig und ideologisch motiviert. Etwa der Steuerrabatt für Fachkräfte aus dem Ausland. Und noch viel schlimmer, die Streitigkeiten in der Wirtschafts- und Finanzpolitik innerhalb der Ampelregierung. Diese verunsichern zusätzlich noch und führen dazu, dass Unternehmen ins Ausland abwandern. Unter anderem ganz viele natürlich in die Türkei. Eine Trendwende rückt damit in weite Ferne. Das nächste Herbsttief könnte schon vor der Tür stehen. Die Tagesschau berichtet, schlechte Prognose des IWF. Der Internationale Währungsfonds schätzt die wirtschaftliche Lage hierzulande ähnlich pessimistisch ein und prophezeit für Deutschland in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2%.
Die schwächste Rate aller führenden westlichen G2-Industriestaaten. Wo ist Deutschland nur hingekommen? Zum Vergleich. Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF mit einem Plus von 3,2%. Längst ist eine Debatte um den Standort Deutschland entbrannt. Und du darfst gerne mal auch deine Meinung dazu dalassen, was du von dem Wirtschaftsstandort Deutschland denkst. Dazu noch ein Kommentar aus der Community zu diesem Thema von Klaus. Eine so unsichere Energielage muss ja regelrecht die Schwerindustrie und Fertigungsindustrie aus dem Land treiben. Kein großer Konzern kann es sich auf Dauer leisten, in einem Land zu produzieren, wo die Energiewirtschaft und auch die politische Lage so derart fragil und instabil ist. Die Folge ist, unfassbar viele Unternehmen verlassen reihenweise fluchtartig das Land und wechseln in Länder, in denen der Energiepreis zu einem sehr, sehr viel günstigeren als in Deutschland ist. Und zum anderen ist dort oft die Energieversorgung stabil und gesichert. Allein deshalb verlassen viele Unternehmen den Standort Deutschland und denken gerade darüber nach oder haben bereits erhebliche Produktionsverlagerungen vorgenommen. In der Autoindustrie hat der gesamte E-Mobilitätssparte in diesem Jahr eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Der Absatz stagniert und der Bedarf an Elektrofahrzeugen ist nach wie vor so gut wie nicht wirklich da. Gründe dafür gibt es natürlich viele. Zum einen eben diese Energiewirtschaft, zum anderen aber auch eine vollkommen unzureichend ausgebaute Netzinfrastruktur, aber auch die ungesicherte Stromwirtschaft und Energielage machen eine weitere Produktion in Deutschland absolut aussichtslos und sinnlos. Bäume fällen für den Klimaschutz. Diese Ampelregierung aus SPD und Grünen, die von den wirklich wirtschaftlichen Zusammenhängen oft überhaupt keine Ahnung und Erfahrung haben, spielen aber in Deutschland richtungsweisend die Musik. Die Folge? Wer kann, geht und wechselt das Land und damit auch den Standort. Dies ist aber ein schleichender Prozess und geht nicht von heute auf morgen. Er ist wie ein Krebsgeschwür, das langsam metastasiert und wuchert. Die Menschen laufen immer noch stumm und dumpf herum und glauben, dass das Geld hier aus dem Bankautomaten kommt. Ich muss es nur herausholen. Aber schon sehr bald werden viele durch Arbeitslosigkeit feststellen, dass man diese Energie- und Umweltzerstörung der derzeitigen Ampelpolitik eben nicht essen kann. Noch immer haben viele Menschen die Zusammenhänge und Entwicklungen nicht verstanden und verschließen ihre Augen vor der Realität dessen, was vor unserer Haustür gerade passiert. So sagte doch kürzlich Habeck, Staatssekretär Greichen ernsthaft, energieintensive Firmen sollen abwandern. Und so sagte dann Fritz Fahrenholz im Interview, massiver Anstieg der Strompreise ist das Ende unserer bisherigen energieintensiven Industrie und Wirtschaft. Vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast, dir meine Worte und die Worte vor allem auch von Klaus aus der Community hier lauscht hast. Und ich freue mich auf deine Meinung, wenn dir so ein Video wieder mal gefallen hat, was aktuell auch abgeht. Lass gerne dem Video einen Daumen nach oben da, falls du es noch nicht gemacht hast. Lass gerne auch natürlich ein kostenloses Abo da, damit du kein Video mehr hier verpasst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal teilst. Dementsprechend wünsche ich dir weiterhin einen ganz tollen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus der Türkei, aus Alanya.